much, Mathieu. Hopefully soon there will be 47 again with the Republic of Kosovo included in the Council of Europe. So it seems to be the case this year, at least 2023. Franz Bogovič, thanks for joining. The floor is yours for your initial remarks. Yeah. Thank you, Lukas, for the invitation. As you said, I'm from Slovenia, and I was first local politician. I was 13 years mayor in a city with 25,000 people. Before the leader of a small village, so I really respect this principle of subsidiarity, and I know how important it is that the local, regional level understand what we speak here. And later I was also on a political national level, and in 2014 I arrived here. And when I started to listen to this discussion, for me, the first question was how to translate this language in language which my people understand. That I will be close to them. I know that as mayor, I was mayor in 1998, 2011. Slovenia joined the European Union. At that time, I really followed European policy, different policies that I saw as guidelines for my work in the environment, in agriculture, in many topics. What is necessary to do this? When I arrived here, when we spoke in 2014 a lot about climate changes, migration, digitalization, we spoke also, I don't know, about smart cities concept, and I'm more focused on agriculture and regional policy. At that time, I asked myself, what will you do with rural areas, and what will happen with this digital gap will be bigger and bigger between rural and urban areas. So I started with this concept, smart villages concept, in which I tried to point it out these big policies which we speak about here in a practical way. How to build broadband connectivity in rural areas. People understand this. How ensure mobility in rural areas. How should we have precision farming, other things. So I think it's very important from this side that we understand this language, that people understand us, that follow us, and really what is very important that we respect this principle of subsidiarity and the base of which things must be made on local level. So now when we speak a lot about Green Deal question and all these big agendas, farming to fork, which is part of Green Deal, when we speak about Fit for 55, I can say that sometimes I have a problem that I think that our language is language which people on ground don't understand. And especially the principle which is in this Green Deal is principle we here in Brussels, Strasbourg, we know what is right, what is not right, we were not fast enough. Before was directive, now we will prepare regulation and obligations for you. And I think that here can be a threat for all of us if we will not make our language more clear, a language which will be reasonable, which will people understand, and that our goal will be in line with real life, with real things. Perhaps about different details for the discussion. Vielen herzlichen Dank, Franz Bogovič, auch für die Gründung des Smart Villages Projekts. Es heißt Intergroup in unserem Parlament, das Smart Villages Intergroup. Du warst vor nicht allzu langer Zeit mit dieser Intergroup in Oberösterreich für Termine und für Best Practice Beispiele und alles, was die Themen, die du angesprochen hast, betrifft, Infrastruktur, Mobilität vor Ort, Landwirtschaft, Connectivity, damit die Kommunikation funktioniert. Also steht ja eigentlich ein Niederösterreich-Bezug und auch Besuch möglicherweise nichts im Weg, hoffentlich in naher Zukunft. Apropos Niederösterreich, Johannes Pressl ist nicht alleine ins Europaparlament gekommen, sondern mit einer ganzen Delegation vom niederösterreichischen Gemeindebund.
Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, die ich auch recht herzlich willkommen heiße. Und jetzt ist noch Zeit für die Publikumsdiskussion, für Fragen oder Anmerkungen von den Gästen. Auch das ist möglich in den 3 verfügbaren Sprachen, Englisch, Deutsch und Französisch. Wem darf ich als Erster oder Erste das Wort geben? Johannes Pressl hat einiges, das ihm auf der Zunge brennt. Ich will nur ein bisschen Zeit geben, damit die Fragen aus dem Publikum noch ein bisschen wachsen können. Ich glaube, wenn wir schon dieses Thema hier eingebracht haben, dann vielleicht auch sollten wir ein paar Lösungsansätze diskutieren. Sind ja teilweise jetzt schon gekommen, aber vielleicht können wir noch ein bisschen vorbereiten. Ich nehme sehr wohlwollend auf, und das ist von allen Seiten hier gekommen, dass wir natürlich inhaltlich die Themenlage für die Menschen greifbar nutzbar machen müssen. Ja, ich glaube, wir müssen am Beispiel Klimapolitik übersetzen. Wenn wir hier nicht globale Lösungen, europäische Lösungen zustande bringen, dann wird sich das möglicherweise auch negativ auf die Lebenssituation des Einzelnen bei Hochwasser, bei Hagel, bei Katastrophenereignissen oder bei Hitzewellen auswirken. Ich glaube, da müssen wir sehr konkret werden, ja, dass Dinge, die man hier grundsätzlich beschließt, auch Nutzwirkungen haben. Oder ich nehme ein zweites Beispiel, das leider uns dramatisch überfallen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist der Ukraine-Krieg, wo bei den Menschen Angst da ist, ja, wo sie, glaube ich, ganz stark jetzt auch diese wirklich starke Hand der Europäischen Union brauchen und es sehr wohlwollend aufnehmen, dass man hier auch diese Geschlossenheit zeigt, die ich heute auch in Straßburg bei einigen Gesprächen wahrgenommen habe. Also ganz konkret Politik nutzbar machen, ja, Themen nutzbar machen und übersetzen. Ein zweiter Ansatz, den ich heute auch schon erleben durfte, danke Lukas, ich glaube, wir haben mit der Pandemie gelernt, mit neuen Medien, auch heute mit einem Livestream so umzugehen, dass Kommunikationswege anders geworden sind. Für uns ist es nicht einfach, nach Straßburg zu kommen. Das hat für einige bedeutet, um 4 Uhr in der Früh aufzustehen, dass wir mittags dann da sind. Ja. So etwas macht man normal nicht. Ja. Aber sich eine Stunde in einen Livestream einzuschalten, das macht man möglicherweise schon. Also ich glaube, wir müssen auch diese Barriere der Kommunikation abbauen, neue Medien nutzen, dass hier auch wirklich ideal gelingt. Und kann ich nur gratulieren, ich bin heute schon in einem Aufnahmestudio gesessen. Hier ist die Technik sehr, sehr weit fortgeschritten. Und ein drittes noch, und daran, glaube ich, müssen wir menschlich arbeiten. Wir müssen aufhören, uns bei schwierigen Problemstellungen gegenseitig auszurichten, dass der andere schuld ist. Das ist leider eine zutiefst wahrscheinlich menschliche Reaktion, ja, die wir auch haben. Ja, und das erleben wir immer wieder, ja, dass man sich halt dann abputzt und sagt, naja, die andere Ebene hätte da irgendeine Grundlage getan. Ich sehe es noch einmal positiver und sage, wir müssen uns auch einmischen. Das nehme ich jetzt auch für die lokale Ebene wahr. Ja. Also das soll jetzt nicht hier aufgesetzt klingen. Ich bin dir auch dankbar, dass du nämlich diese Einladungen hier aussprichst, weil die ein Beispiel sind, wie man sich auch einmischen kann, indem wir eben zu dir kommen, indem wir mit dir oder hier in dieser Runde auch diskutieren und unsere Anliegen oder heute auch bei verschiedenen Gesprächen einbringen. Aber ich glaube, wir müssen das auch wirklich aktiv wahrnehmen, ja, sonst dürfen wir dann nicht jammern, wenn Entscheidungen getroffen werden, die uns vielleicht dann nicht so passen, die aber in der allgemeinen Diskussion Common Sense waren. Und wenn ich mich in dieser Diskussion nicht beteilige, dann wird es halt leider auch so ausgehen, wie es die anderen diskutieren. Also das wären für mich 3 konkrete Ansätze, um sie auch in eine Diskussion zu bringen. Thank you very much. A very brief and clear statement of utmost importance. Who's next? Please. Ja, vielen Dank an Herr Freis. Ich vertrete den österreichischen Gemeindebund in Brüssel und unterstütze auch die österreichische kommunale Delegation im Kongress der Gemeinden in Europa. Ich wollte mich auch für das Format hier bedanken und dass eben eine so große kommunale Delegation in Straßburg ist, weil für uns als Kommunalverband, und da möchte ich jetzt nicht nur für den
Österreichischen sprechen, sondern wir arbeiten natürlich auch mit den Kollegen aus Slowenien, Deutschland, Frankreich, Finnland, Schweden, Niederlande, was auch immer zusammen, ist gerade dieser politische Diskurs sehr wichtig. Wir auf Verbandsebene arbeiten inhaltlich, versuchen Expertise auch ins Europaparlament zu bringen, aber es ist natürlich extrem wertvoll, wenn dann solche oft technischen Themen heruntergebrochen werden von einem Bürgermeister, von einem Gemeinderat, der dann tatsächlich den EU-Abgeordneten auch erklärt, wie das in der einzelnen Gemeinde umgesetzt werden kann oder auch nicht. Und da vielleicht auch noch eine Frage an den Herrn Bogovič, ob er weiß, ob die Mitglieder der Roma-Gruppe zum Beispiel regelmäßig solchen Austausch auch pflegen mit ihren kommunalen Verbänden, beziehungsweise auch an Sie, wie Ihre Wahrnehmung da ist, wie gut dieser Austausch, der ja auch im Titel der Veranstaltung angesprochen wird, gepflegt wird. Danke. Vielen Dank. Vielleicht wollen wir noch eine Wortmeldung dazu nehmen, bevor das Panel wieder mal an die Reihe kommt. Wer will, wer möchte. Okay. Dann gehe ich vielleicht für einen Moment einfallen auf die Thematik der Öffentlichkeit. Das scheint mir ein wichtiges Thema zu sein, dass alle EU-Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sind, dadurch Bürgerrechte haben, Möglichkeiten haben, nicht nur betroffen sind von dem, was die Europäische Union gemeinsam unternimmt auf diesem Planeten, sondern auch beteiligt sind, sich einmischen sollen, nicht nur dürfen, sondern sollen, die Möglichkeiten dafür haben, so wie Johannes Pressl das formuliert hat, es ist wichtig, sich einzumischen. Und in einer parlamentarischen Demokratie ist ein wichtiger Weg, sich einzumischen, die eigenen Abgeordneten zu verwenden, die einen vertreten. Das ist die ganze Idee des Parlamentarismus, daher auch mein Motto, und als Motto in Europa. Und ich versuche die Medienthematik, aber sagen wir die Öffentlichkeitsthematik insgesamt, weil es sind nicht nur formale Medienhäuser, die Öffentlichkeit gestalten und ausmachen, sondern es sind wir alle. In unseren Social Media Kanälen, es sind große Institutionen, Organisationen aller Art, des Staates, staatsnahe und so weiter, die Zivilgesellschaft. Ein Parlament, Parlamentarismus in einer Demokratie bedeutet, Menschenwürde wird geachtet, Freiheitsrechte werden geachtet. Und Parlamentarismus bedeutet aber auch, das verbraucht Ressourcen. Es verbraucht viel weniger Ressourcen, als das in einer Diktatur der Fall ist. Wir sehen das ja auf dem Planeten. Aber ich argumentiere das deshalb gerne so, weil wir verbrauchen hier Ressourcen für den parlamentarischen Betrieb, also hat die Öffentlichkeit auch ein Recht darauf zu erfahren, was wir hier tun. Und ich möchte nicht einen Parlamentarismus, der im toten Winkel arbeitet. Sie kennen das auch. Bild des toten Winkels aus dem Straßenverkehr. Ich möchte einen Parlamentarismus, der Rede und Antwort dazu stehen muss, was er tut, tagtäglich, weil er auch öffentliche Ressourcen bekommt. Und deshalb hat die Öffentlichkeit das Anrecht, viel mehr darüber zu erfahren, um sich dann auch einmischen zu können. Und da schließt sich der Kreis dazu, was Johannes Pressl gesagt hat. Ja, danke für den Hinweis. Und danke auch für den Hinweis auf die Europäische Kommission. Wir haben ja hier ein sehr klares parlamentarisches Denken, auch in dem wir wissen, Parlamentarier sind nicht dafür da, die Regierenden jeden Tag zu loben, sondern die Regierenden anzutreiben und auch zu kontrollieren und zu hinterfragen und zu motivieren im besten Fall und ihnen Ideen zu geben und Initiativen zu setzen. Und insofern ist parlamentarischer Bund, glaube ich, ein guter Humus dafür, konstruktiv, kritisch die Regierenden im Fall der Europäischen Union, die Kommission, auch zu hinterfragen, und ich teile das, dass selbstverständlich vieles strukturell geändert gehört. Kommissarinnen und Kommissare sollten bei ihren Zuständigkeiten viel mehr zur Stärke Europas nach außen beitragen, viel weniger den Bürokratismus nach innen fördern. Es sind einfach viel zu viele Ressourcen der Europäischen Kommission nach innen gerichtet, im Regulieren begriffen. Und viel zu wenig nach außen, und wir sehen heute weltweit spätestens jetzt für die nächste Periode vielleicht, dass diese Stärke nach außen Europas so besonders wichtig wäre. Also das nur einige wenige Anmerkungen von meiner Seite.
Vielen Dank. Ich kannte das Zitat von Präsident Zelensky noch gar nicht, von dem Bürgermeister als eine zweite Armee zu sprechen. Ich kann dazu beisteuern, auch ein öffentlich zugängliches Faktum, das ich in Kiew von hochrangigen Militärs gehört habe. Am Beginn des Krieges ist es mehrfach vorgekommen, dass Menschen in einem befreiten Dorf verständlicherweise, weil es befreit wurde von der Besatzungsmacht, nicht nur mit ihren Verwandten und Freunden kommuniziert haben über diese Befreiung, sondern auch auf Social Media kommuniziert haben über diese Befreiung. Und dass hin und wieder jemand dort ein konkretes Gebäude, einen konkreten Ort definiert hat, mit der Freude darüber, dass das nicht zerstört wird. Ich sage jetzt eine Schule, ein Kindergarten, eine öffentliche Einrichtung. Und was dann geschehen ist in den ersten Wochen des Krieges ist, wenn das öffentlich war, dass genau zu dieser Stelle noch nach der Befreiung dieses Dorfes eine Rakete gekommen ist. Und dann wurde das noch zerstört, was da öffentlich zunächst mit Freude erwähnt worden war. Und da braucht es Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die die Menschen kennen und vermitteln können, die Freude ist berechtigt, wir sind befreit, aber bitte haltet euch zurück mit Informationen, die missbraucht werden können von der Besatzungsmacht, vom Angreifer gegen uns. Also das ist so praktisch relevant und da passt dieses Zelensky-Zitat, das für mich neu ist. Ja, glaube ich, sehr, sehr gut dazu. Das zeigt, wie wichtig die lokale Ebene sogar in einem solchen globalen Konflikt, einen Krieg, einen Angriffskrieg ist. Christian Spahr. Ja, das erinnert mich an unsere Reise in die Ukraine, nur wenige Monate vor der großen Invasion, als wir Kiew und die Ostukraine besucht haben. Die Versammlung der Regionen Europas ist ja auch ein paneuropäisches Netzwerk, insofern haben wir gemeinsam einfach mit dem Kongress. Und wir haben eine wachsende Mitgliedschaft in der Ukraine und am Beispiel der Ukraine sieht man sehr gut, wie wichtig es ist, nicht nur die Strukturen, die zentralen Strukturen in Brüssel und Straßburg zu haben, sondern auch bilaterale Partnerschaften zu vermitteln, damit Regionen und Städte direkt zusammenarbeiten. Das hilft sehr viel im Moment der Ukraine, aber das hilft auch sonst unseren Mitgliedern sehr. Also über das politische Lobbying hinaus. Ja. Wir arbeiten natürlich mit den europäischen Institutionen zusammen, wenn es darum geht, den Regionen in der Architektur von Europa den richtigen Stellenwert zu geben. Aber es ist genauso wichtig, dass, dafür sind wir als unabhängiges Netzwerk auch da, dass wir die praktischen Fragen diskutieren. Genauso wie es vorher anklang, zum Beispiel die Energiewende. Was bedeutet das auf der regionalen und lokalen Ebene? Wir haben jetzt eine Arbeitsgruppe zum Thema Wasserstoff zum Beispiel. Wir hatten eine Taskforce zum Thema nachhaltige Mobilität. Das geht in die gleiche Richtung. Und wir haben eben genauso auch Arbeitsgruppen zu den Demokratiefragen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an wir nennen es Active Citizenship, ist eine Taskforce, die wir haben, jetzt ganz neu, wo wir diese Fragen der Bürgerversammlungen und Bürgerbeteiligung diskutieren. Und das Gleiche gilt auch für die Art, wie wir in Zukunft leben und arbeiten wollen in unserer Region. Also wir haben eine andere Taskforce da jetzt gegründet zum Thema Future of Work. Und das baut übrigens auch auf die Arbeit von Niederösterreich auf. Denn Niederösterreich war ja vorne mit dabei, als wir über Digitalisierung gesprochen haben in den vergangenen Jahren. Und jetzt durch die Erfahrungen mit der Pandemie können wir, glaube ich, da nochmal in eine ganz neue Richtung gehen. Und die Erfahrungen, die wir gemacht haben, werden uns erlauben, auch ländliche Regionen und kleinere Städte wieder zu attraktiveren Orten zum Arbeiten und Leben zu machen. Vielen Dank für das konkrete Beispiel aus Niederösterreich. Bogovič. I will try to combine these questions and also my statements. As you said, we as member of parliament, we are each week at home, and it's our agenda. So that Friday is here free day, being at home, and I'm really a lot between people on different topics. I mentioned before the Smart Villages initiative
I have more than 40 round tables in this debate to find local cases, good practices in different topics, and through this explain to people what we are working here and what are these basic policies. And this is also part of answer on your question. I recognize when I arrived here in this pre-other commission, council, parliament, it's very attractive when commission presents some proposals and then start this triangle, many procedure. Nobody knows this, usually even journalists, people cannot know this. And our work is not so interesting many times as we see for national media. And that was the reason why I decided also to do this work on the ground between people to use local regional media. What is also my conclusion that they also like positive information, not just affairs. That is usually on the national level. You can be in media, but it's not very good if you are on the national media scene usually. And working with local regional media plus different social platforms for different goals. So I think that it's really crucial for us to go there and to work and to explain what we are working here. And here we come to the situation when I started to speak before. Today it's not easy to go between people and explain Fit for 55 package, for example, about electrical cars. It's in Slovenia it's different than, for example, in Netherlands, where many infrastructure, not so many years like in Austria and Slovenia, how to build all this infrastructure. And I see that for difference, when I was young mayor, for me it was with big enthusiasm to explain what we can do with cohesion policy, which fund, which project was found, and that was a good image also for Ukraine. Today I can say that when we speak about, as I said, some regulative from Fit for 55, and also in last weeks in our country, it's very actual, this part of Green Deal, Farm to Fork, this sustainable use of pesticides, and how to explain to farmers on reduction of target for Slovenians, for example, 59%, all sensible areas is prohibited. And I can say, at the end of the day, I must have my opinion, and my opinion is different than the opinion of the European Commission, that this is on this way, with such a bureaucracy, with no alternative that is possible. And so I think that here, what is my work now? For example, I have on last Friday again one round table, and we opened this debate about the reality of Green Deal in energy supply, then buildings. Now is debate about the Energy Performance Building Directive, and also in agriculture. And I encourage people all be together. Today we accept this legislation, which will be our legislation. So be proactive also on local level, on regional level, because sometimes when we start this debate, I heard too many times Commission, we ask people, and on the base of the people opinion, we prepare this legislation. I'm not so sure that they ask all people, or perhaps they got some NGO answers, some things which are direct, but I'm usually not so connected with this area. So I think in that moment, as I said, as young mayor, I was very enthusiastic in favor. I explained when we built fiber broadband in the hills, 800 meters. The farmer said to me, sorry, I don't know what is going on, but my children want this. During the COVID crisis, it was easy to explain what we did. But today, I think, as I said, I concluded this different opinions, and sometimes things, especially this mandate, changed a lot. We started mandate in 2019, in the time when we had more global goals than we have today. I don't know which are today
common global goals in this type of world with war and other things. And sometimes I think that here the different policies which we started in 2019 should have a reality check if after COVID, after war in Ukraine, is still the same track, the same speed. And I also sometimes say it's necessary that as driver you look each few seconds in your mirror if somebody follows you. And here I think it's similar what is necessary to do in European politics. Because sometimes, as I see this, we are a little bit too naive that we live in a world in which all people go in this direction with us. And we cannot be too naive, but otherwise we will pay the price for this. And this is connected with this explanation on the ground, where with people it's not this debate on theoretical high-level debate, it's a very practical level, and I think we are there, we must answer all the questions which we want, and sometimes it's not so easy to answer. I totally agree, especially with what you have said about legislation, and that sometimes maybe there was not really a clear request to the real public opinion of the people. That's also why it's also important to include at least for some part, local level and regional level, the conference on the future of Europe, because it was a very centralistic project. I have to say that I have doubts on the representative legitimacy, so to speak, of this conference on the future of Europe. And of course, when it comes to climate change, maybe the Russia war only revealed different positions on the planet, and now we can see major parts of humanity don't see climate change as we see. So also here we need a stronger Europe to the outside in order to make humanity ready to meet the challenges of climate change together jointly, because it can't be done by Europe with only 5% of Earth's population. Ich möchte mich auch bei Johannes Pressl bedanken, beim Gemeindebund. Wir haben uns in den Studios des Europaparlaments im Gespräch heute eine historische Delegationsreise genannt, weil es so ist. Es gab einfach keine solche große Delegationsreise des niederösterreichischen Gemeindebundes ins Europäische Parlament in der Vergangenheit. Das ist neu und es ist so unglaublich klar strukturiert in den konkreten Inhalten, die der niederösterreichische Gemeindebund vertreten will. Heute in vielen Gesprächen, morgen in vielen Gesprächen. Alles im Detail geplant, auch der Titel der heutigen Happy Hour Free Speech Diskussion. Danke dafür, Johannes Pressl, und du hast das Schlusswort für diese Happy Hour Free Speech. Zunächst möchte ich das Dankeschön auch nehmen und zurückgeben, weil die Initiative ist von Lukas Mandl ausgegangen. Ja, es mag schon was historisch sein, wenn es zum ersten Mal ist. Dann würden aber Dinge noch folgen. Also ich nehme das also auch als Auftrag an, um mit dieser Sache Verbindung der Gemeinden mit Europa weiterzumachen. Was nehmen wir mit von diesem ersten Tag? Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir Europa, so wie wir es jetzt machen, an die Menschen herantragen. Also diese Nähe erzeugen. Ja, dann wird das Ganze auch menschlich. Das ist ja sehr schön heute diskutiert worden. Kommissionsmitglieder, ja, hinausgehen, sie zu den Menschen zu bringen und umgekehrt sie spürbar zu machen. Das ist für mich ein sehr schönes Bild. Aber was braucht es? Und darum bitte ich, ja, wir nehmen natürlich Europa oft sehr formalistisch wahr. Ja. Wir wissen aber in der Lokalpolitik, dass nicht Formalismen zählen, ja, sondern dass Begeisterung ansteckt. Ja, das Feuer der Begeisterung auch den Brand entfachen. Ich kann mir nur wünschen, ja, dass dieses Feuer der Begeisterung für Europa, das natürlich von Mandataren, von Kommissionsmitgliedern in erster Linie ausgehen kann und muss, dass das auch in die Regionen hinauskommt, so wie du das, Lukas, auch immer wieder perfekt machst. Nehmen wir noch ein Bild mit, das ist dieses Bild der Armee, das dort zitiert worden ist heute.
Und allein unser Verband repräsentiert 7000 Gemeindemandatare in Niederösterreich. Jetzt möchte ich noch nicht sagen, dass die alle für die Europäische Union begeistert sind. Sie sind es, aber sie haben andere Dinge oft viel mehr im Fokus. Aber ich möchte es nur deswegen hier sagen, weil man das Potenzial auch sieht, ja, dass das nicht bei einzelnen Bürgermeistern hängt, sondern EU-Gemeinderäte, aber auch Gemeinderäte, die Fachthemen vertreten, die letztlich wieder auch den Ursprung oder eine große Diskussionsplattform in Europa haben. Und damit möchte ich mit einem Wort schließen, das, glaube ich, ganz wichtig ist, und das ist Missverständnis, das wir hier auch vorhin geschrieben haben, aufzulösen. Ich glaube, es ist Wertschätzung. Wertschätzung der lokalen Ebene, der gemeindepolitischen Ebene und umgekehrt die Wertschätzung für diese europäische Ebene. Ich glaube, wenn wir diese Wertschätzung uns wechselseitig entgegenbringen, ja, dann stecken ja zwei ganz wichtige Teilworte in diesem Begriff drinnen. Das eine ist Wert, dann haben die Dinge zueinander Wert, dann sind sie am Ende auch ein Schatz, der Demokratie auf der lokalen Ebene und auf der europäischen Ebene. Insofern noch einmal herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen, auch morgen noch hier sein dürfen, dass das perfekt organisiert war. Vielleicht brauchen wir ein bisschen etwas beitragen, um Europa näher zu den Menschen zu bringen. Danke meinerseits für all das. Danke auch an Mathieu, Mori, Spahr, Franc, Bogovič und Johannes Pressl mit seiner Delegation. Thanks to the interpreters. Obviously, local level representatives now know how to keep a time frame because we're never that much on time with a really nice finish as today. It's the first time, and I'm happy about that because the interpreters, let's say, have a very stressful time if meeting lasts longer than it's meant to last. Thanks again. Have a good evening, all of you. Thanks for joining. Thanks for joining the live stream initiated by Johannes Pressl. If we're still connected there, and I hope we can spread the message also with the recording we have made of today's discussion. All the best. Take care.